die vielleicht ikonischste Kanone der Welt und ihr Zuggerät. Das klingt doch nach einem spannenden Klemmbaustein-Review. Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, zum Januar 2026 gab es mal wieder eine Limited Edition bei Kobi. Dieses Mal etwas ganz Ikonisches, das Sonder-Kfz 8 mit Protze und der legendären 8,8 cm Flak 18. Ein Traum in Anthrazit oder doch kleinteiliges Klemmbausteingewusel, das finden wir heraus hier auf meinem Bautisch. Januar 2026 und daher liegt hier ganz frisch auf meinem Bautisch die aktuelle Limited Edition aus dem Hause Kobi, aus der Historical Collection World War II, das Kobi Set 3139, das Sonder-Kfz 8 und die 8,8 cm Flak 18. Altersempfehlung ab 12 Jahren im Maßstab 1:35 und wir sehen hier unsere Flak im Transportmodus auf Lafette bzw. Fahrgestell und unser Sonder-Kfz 8. Ganz wichtig, 3 Minifiguren und eine Limited Edition ist nur eine Limited Edition, wenn wir Stacheldraht dabei haben. 1023 Steinchen. Schauen wir uns die Rückseite an. Der Karton kommt in lebensbejahenden Schwarz-Grau daher. Wir sehen hier unsere abmontierte kampfbereite Flak und unser Sonder-Kfz 8 mit Deckel abgenommen, damit wir ins Transportfach schauen können. Und wie gesagt, ein paar Accessoires noch. Wir haben noch Tschechen-Igel und wir haben Sandsäcke. Viel Tarnung und 3 Luftwaffensoldaten. Freue mich sehr auf dieses Set, denn es gibt dazu noch etwas zu erzählen, das aber gleich im Verlauf des Videos. Wir haben hier Originalbilder. Infos bekommt ihr gleich bei meinen Infokarten. Und da wir ein quasi Luftwaffengefährt haben, lassen wir diesen Karton auch einmal fliegen, um zu schauen, was sich im Inneren verbirgt. Ja, Freunde, da liegt der Inhalt des Sets 3139 auf meinem Bautisch. Eine Anleitung, einmal das gelaserte Typenschild und eine Tüte 3, eine Tüte 2, eine Bauabschlusstüte 1, ein schwarzes Teiletrennerchen und natürlich die Limited Edition Urkunde. Da dürft ihr gerne in die Kommentare mal raten, welche Nummer ich habe. Beim Review zeige ich es euch dann. Die lege ich mal an die Seite. Wir haben ja mäßig gefüllte Tüten. Bei 1000 Steinen ist das logischerweise einfach aufzuteilen. Wir haben natürlich hier ganz viel Anthrazit, dieses Grau von Kobi. Deswegen ist es schwer, jetzt hier etwas Besonderes herauszufinden. Die Hauptfarbe ist ja, wir sehen es in der Anleitung, ja einfach dieses Grau. Schön ist der schwarze Teiletrenner, der beste der Welt, wie ich finde. Schön ist auch hier das Artwork einfach dieses Sets. DIN A4 Klammer gebunden, habe ich euch gesagt, und als Empfehlung ab 12 Jahren. Wir schlagen die erste Seite auf, wenn wir das Set bauen wollen, und schauen uns zuerst hier die Legende an, denn wir sehen, wir haben dort unterschiedliche Bügelperlen, die nämlich verengt sind in der Mitte und die offenen. Wir haben verschiedene Drehräder und verschiedene Brackets und verschiedene 1x1er Teils. Achtet darauf, denn Kobi-Steine sind in der Form kompatibel, aber in der Art und Weise und der Funktion oft unterschiedlich zu anderen Systemherstellern, auch innerhalb von Kobi unter anderem. Der aktuelle Baustep ist immer der farbliche. Wir klemmen uns von Bautüte zu Bautüte, also erst die 1, dann die 2, dann hier die 3. Pfeile weisen uns den Weg und in diesen kleinen rechteckigen Kästchen mit runden Ecken sehen wir immer, welche Steine wir brauchen. Wir haben Anlegehilfen und arbeiten uns beim Durchschauen und Umsetzen eben dieser Steps und Hilfen durch, bis wir beim Baustep 272 angekommen sind, wenn wir das Typenschild, dieses gelaserte, hier zusammenstecken auf die Hinge-Elemente. Ihr seht, zusammenkoppeln tun wir das Fahrzeug mit der Kanone beim Baustep 262. Auf den letzten Seiten dann immer die Steineübersicht. Sollte euch da ein Stein fehlen, die Nummer des Steines steht immer da drunter und ihr könnt das dann hier bei Kobi direkt auf dem Service Tag monieren.
während wir auf der letzten Seite dann hier die Zusammenbauhilfe der Minifiguren finden. Ich freue mich riesig auf dieses Set. Ich finde es toll, dass Kubey hier in das Thema Artillerie mal wieder etwas mehr einsteigt und ein Sonder-Kfz 8 sowie 3 Luftwaffen-Artilleristen. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ihr bekommt jetzt schön Fakten auf die Ohren, Freunde. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei und ich wünsche mir ganz uneigennützig viel Spaß beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute reden wir über ein Fahrzeug, das selten in Rampenlicht steht, aber überall dort war, wo es richtig schwer wurde. Das Sonder-Kfz 8, kurz SD-Kfz 8. Kein Panzer, kein Geschütz, sondern das Rückgrat vieler schwerer Einheiten der Wehrmacht und, siehe hier dieses Kubey-Set 3139, auch der Luftwaffe. Entwickelt wurde das Sonder-Kfz 8 Anfang der 1930er Jahre. Die Serienproduktion begann 1934 bei Krauss-Maffei. Ziel war ein schweres Halbkettenzugfahrzeug, das zuverlässig schwere Artillerie bewegen konnte, unabhängig von Straßen, Wetter oder Gelände. Mit rund 8,5 Metern Länge, etwa 2,5 Metern Breite und einem Gewicht von über 11 Tonnen war das Sonder-Kfz 8 ein echtes Schwergewicht. Angetrieben von einem Maybach HL 85 TUKRM Benzinmotor mit 185 PS erreichte es bis zu 50 km/h auf der Straße. Entscheidend war aber nicht die Geschwindigkeit, sondern die Zugleistung. Und genau hier begann seine eigentliche Bedeutung. Das Sonder-Kfz 8 wurde vor allem beim Heer eingesetzt, dort hauptsächlich in schweren Artillerie- und Flakverbänden. Besonders häufig fand man es in schweren motorisierten Artillerieabteilungen, in den Heerestruppen unter direktem Armeekommando und in den Panzerjägerabteilungen, wenn schwere Geschütze bewegt werden mussten. Seine klassische Aufgabe war das Ziehen der 8,8 cm Flak, sowohl in der Rolle als Flugabwehrkanone als auch, vor allen Dingen immer häufiger ab 1941, als Panzerabwehrwaffe. Das Sonder-Kfz 8 transportierte dabei nicht nur das Geschütz selbst, sondern oft auch Teile der Bedienmannschaft und Ausrüstung. Gerade die Heerestruppen waren auf dieses Fahrzeug angewiesen. Diese Einheiten waren nicht fest in Divisionen eingebunden, sondern wurden dort gebraucht, wo gerade schwere Feuerkraft gebraucht wurde. Mobilität war hier alles und genau dafür war das Sonder-Kfz 8 ausgelegt. Weniger bekannt, aber historisch belegt und auch sehr wichtig, die Luftwaffe setzte ebenfalls das Sonder-Kfz 8 ein, vor allem in den schweren Flakabteilungen. Diese unterstanden organisatorisch der Luftwaffe, operierten aber immer häufig bodennah und direkt an der Front. Typische Abteilungen waren dort die schweren Flakabteilungen motorisiert und die Flakregimenter mit motorisierter Ausstattung. Hier zog das Sonder-Kfz 8 ebenfalls die 8,8 cm Flak, teilweise aber auch die 10,5 cm Flak, vor allem bei festen oder halbbeweglichen Stellungen. Gerade im mobilen Einsatz, etwa beim Schutz von Nachschubsrouten oder wichtigen Brücken, war ein starkes Zugfahrzeug unverzichtbar. Bereits im Polenfeldzug 1939 bekam das Sonder-Kfz 8 ihre Einsatzreife, vor allem in motorisierten Artillerie- und Flakverbänden. In Frankreich 1940 zeigte sich dann deutlich der Vorteil von motorisierten schweren Waffen. Geschütze konnten schnell verlegt, neu ausgerichtet und direkt der kämpfenden Truppe zugeführt worden. Hier war das Sonder-Kfz 8 oft Teil vom Korps oder Armeeartillerie, also Einheiten oberhalb der Divisionsebene. Diese Verbände verfügten über besonders schwere Waffen und waren auf leistungsfähige Zugfahrzeuge angewiesen, anstatt der üblichen Pferdegespanne. Ein besonders prominenter Einsatzraum war Nordafrika ab 1941 beim Deutschen Afrikakorps. Hier zeigte sich, wie wertvoll das Sonder-Kfz 8 unter extremen Bedingungen war. Hitze, Staub, Sand, Bedingungen, unter denen viele Fahrzeuge schnell versagten. Das Sonder-Kfz 8 hier wurde besonders eingesetzt bei den schweren Flakabteilungen des Afrikakorps und in den Panzerjägerverbänden
die die 8,8 cm als Panzerabwehrwaffe nutzten. Gerade in der Wüste war die Kombination aus 8,8 Flak und Sonderkfz 8 gefürchtet. Die Geschütze konnten schnell verlegt werden, überraschend Stellung beziehen und dann feindliche Panzer auf große Distanz bekämpfen. Ohne das Zugfahrzeug wäre diese Flexibilität nicht möglich gewesen. Ab 1941 kam das Sonderkfz 8 auch in großer Anzahl an der Ostfront zum Einsatz. Hier zeigte sich wieder der eigentliche Vorteil der Halbkettenbauweise. Während Radfahrzeuge im Schlamm stecken blieben, konnte das Sonderkfz 8 zumindest eingeschränkt weiterarbeiten. Hier waren auch die typischen Einsatzverbände schwere Artillerieabteilungen motorisiert, Panzerjägerabteilungen und Flak-Einheiten, die zur Panzerabwehr und der Frontflugabwehr eingesetzt wurden. Und gerade im Winter 1941-42 und später dann auch in den Übergang 44-45 war das Fahrzeug extrem gefordert. Kälte, mangelnde Ersatzteile und Überlastung führten zwar zu Ausfällen, dennoch galt das Sonderkfz 8 als vergleichsweise robust. In der Regel war das Sonderkfz 8 nicht einzeln, sondern in Zug- oder Batteriestärke organisiert. Eine schwere Flakbatterie verfügte oft über mehrere Zugfahrzeuge, um Geschütze, Munition und Personal bewegen zu können. Dabei war das Fahrzeug Zugmaschine und Transportmittel für die Bedienmannschaft sowie das logistische Bindeglied zwischen Stellungen und Nachschub. Ohne Fahrzeuge wie das Sonderkfz 8 wäre der Einsatz schwerer Waffen deutlich statischer gewesen, mit gravierenden taktischen Nachteilen. Bis 1944 wurden etwa 4000 Exemplare des Sonderkfz 8 gefertigt. Damit war es deutlich seltener als die leichten Halbkettenfahrzeuge anzutreffen, aber es wurde halt immer genau dort eingesetzt, wo Leistung wichtiger war als Stückzahl. Es war kein Allzweckfahrzeug, sondern eher ein Spezialist. Und genau deshalb fand man es fast ausschließlich in schweren Einheiten, dort wo andere Fahrzeuge schlicht überfordert gewesen waren. Das Sonderkfz 8 war kein Held der Propaganda, kein Symbol für Blitzkrieg oder Panzerkeile. Es war ein Werkzeug, ein technisches Mittel, um schwere Waffen beweglich zu machen. In Flakabteilungen, Artillerieverbänden, Panzerjägereinheiten und beim Heer und der Luftwaffe gleichmaßen. Ohne das Sonderkfz 8 hätten wir keine mobile Flak 8,8 gehabt, keine flexible schwere Artillerie und keine schnelle Verlegung schwerer Waffen am Brennpunkt der Front. Ein Fahrzeug, das also nicht Geschichte schrieb, sondern Geschichte ermöglichte. Und damit, Freunde, zurück zum Bautisch. Nach 2 Stunden und roundabout 40 Minuten Bauzeit steht sie da, unsere Limited Edition aus dem Hause Kobi, natürlich aus der Historical Collection World War II. Das Set 3139 mit einer Altersempfehlung von 12 plus, bestehend aus 1023 Steinchen und 3 Minifiguren, das Sonderkfz 8 und die 8,8 cm Flak 18. Ein schönes Set auf dem ersten Blick, so wie es hier steht. Ob es das beim Bauen war und ob es sich lohnt, das besprechen wir gleich. Natürlich aus der Sicht von mir. Ihr könnt nachher bei den Detailbildern dann selber noch einmal entscheiden, ob das, was der Onkel hier erzählt, vielleicht für euch auch zutreffen würde. Bildet euch da gerne eure eigene Meinung. Ganz, ganz wichtig bei dieser Limited Edition, die ja aus 2 Teilen, ich würde sogar sagen aus 3 Teilen besteht, nämlich einmal aus den Sonderanhänger 201, dann natürlich aus dem Sonderkfz 8 und aus der 8,8 cm Flak 18. Eigentlich sogar aus 4 Teilen, weil wir haben ja noch etwas Accessoires dabei. Ich habe euch ganz rechts mal eine Flak aus der guten alten Zeit von Kobi auf den Bautisch gestellt und eine Suchscheinwerfer, ein Mock vom lieben Patrick, einen guten Freund von mir. Ich dachte mir, das umrahmt dieses Set ganz gut. Rahmen ist auch ganz gut. Wir haben hier, um Steine aus einem Rahmen zu holen, den berühmten neuen tollen Kobi Teile-Trenner dabei. Schwarz glänzend, richtig cool. Hier mit diesen Stab, wo viele sich fragen, wofür ist das? Ja, damit kann man Bügelperlen woraus hebeln oder auch Bars aus Bügelperlen drücken oder aus Löcher drücken. Also wirklich ein Multifunktionswerkzeug. Ihr seht hier, man kann die Noppen hiermit abschätzen, man braucht nicht unbedingt zählen und natürlich hat man die berühmte Hebelwirkung. Schön groß, schön lang, schön schwarz.
Zur Anleitung kommen wir gleich, ganz wichtig, aber bevor wir uns die Anleitung angucken, ist natürlich immer, welche Nummer hat das Zertifikat, und die Adleraugen haben schon gesehen, da unten steht sie, die 305, und da sehen wir es, das Zertifikat hat die 305 unterschrieben vom besten Job der Welt, nämlich vom Inhaber von Kobi. Ja, geht an die Seite, geht in meine Sammlung, und bevor wir uns die ganzen Sachen anschauen, hier die Anleitung. Hochglanzpapier mit Klammern zusammengehalten, DIN A4 Format. Eigentlich alles ganz cool. Wir haben hier so Sonderseiten, wo wir die Tarnung zusammenbauen. Es ist dreiteilig gemacht, eigentlich auch. Man baut hier auf den ersten Seiten das Fahrzeug, das relativ viele Steine schluckt und auch Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte auch, das habe ich auch im Vorfeld gesagt, dass wir neue Bautechniken haben, wenn wir an die Motorhaube kommen, aber nein, wir bauen hier einfach nur mit bekannten Steinen. Slot-on-Top-Technik, deswegen, aber kommen wir gleich zu. Ja, also das Fahrzeug, dann bauen wir das Tarngerät an das Fahrzeug, dann bauen wir die Flak, und die ist etwas sehr kleinteilig, da muss man ein bisschen aufpassen, und wenn wir mit der Flak fertig sind, bauen wir dann, Freunde, den Sonderanhänger. Hier sehen wir die Flak, da muss man echt drauf achten, wenn man sie benutzen möchte. Hier schaut euch die vielen Schritte an, wenn man sie halt abstellen möchte. Naja, und halt dann, wie gesagt, hier der Sonderanhänger, der angepasst wird an das Fahrzeug bzw. an die Kanone. Also, hat Spaß gemacht. Ach ja, und am Ende natürlich die Accessoires. 12 Plus, glaube ich, ist ein gutes, ja, eine gute Empfehlung, was das Alter angeht, wann man dieses Set bauen kann. Hier ist unser Typenschild, Laser gedruckt, Sonder-Kfz 8 und die 8,8 cm Flak 18, Maßstab 1:35, Nummer 305. Typisch, Hinge-Element, hochglänzend, und ja, nimmt gerne hier Patsche, Pfötchen an, Fingerabdrücke, und ja, typisch auch bei Hochglanz, schwarz bei Kobi, immer ein bisschen auch ein paar Kratzer dabei, obwohl sie ja extra eingeschweißt waren. Naja, dann schauen wir uns ja das andere, ich wollte schon gelumpt sagen, Accessoires, die anderen Teile an. Hier eine Sandsackbarriere mit Kobi-Stein bedruckt. Früher dachte ich immer, die lässt Kobi in China herstellen, weil es gibt in China eigentlich ja schon lange vor Kobi, oder seitdem es Kobi gibt, gibt es halt auch diese Sandsäcke so als Mold in China. Aber ja, Kobi steht drauf, dann gehen wir auch mal davon aus. Wir haben die Tschechenigel oder ja, Stahlbarrieren, wie wir sie kennen und heute sie auch teilweise noch in Anwendung ist, ganz typisch. Einfach nur schwarze lange Teils, dann mit Bracket umgelenkt, und ja, haben wir schon bei vielen Kobi-Sets dabei gehabt, geben so einen gewissen Flair von ja, der Art und Weise, wo diese Sachen eingesetzt werden, und natürlich passend zu einer Limited Edition Stacheldraht. Hier eigentlich das gleiche wie bei den Sandsäcken, auch da gab es oder gibt es in China ähnliche Molds. Teiletrenner geht zur Seite, wir schauen uns unsere 3 Figuren an, und da kann ich euch schon mal was zu erzählen. Was ich spannend finde, erstmal hier unseren Offizier mit Rot. Einen Mantel hat er an, rote Litzen. Hier oben ist irgendwie der Druck nicht so richtig gut, und da auch. Es soll wahrscheinlich ja ein Stern sein, aber irgendwie sieht es aus, als wenn der Druck nicht durchgängig ist. Wir sehen Hemd und Krawatte und schwarze Stiefel, Rückseite nicht bedruckt. Aber eine tolle Figur eines Offiziers. Dann haben wir hier auch wieder einen Soldaten mit Abzeichen auf dem Arm, und hier dann auch Schwingen auf roten Untergrund und rot-weiß umrandete Kragenspiegel und eine ja, Koppelspange, wo wir auch sehen, da ist das Symbol der Luftwaffe drauf. Das war ja bei Luftwaffeneinheiten so und auch bei Luftwaffenfeldeinheiten. Und hier sieht man auch den Luftwaffenadler, wenn ich das mal so sagen darf. Er guckt ja grimmig drein, als hätte er auch was ins Auge bekommen, und Schmutz hat er da auch. Also kein einfacher Job, aber mit zugekniffenen Augen sollte man eigentlich kein Auto fahren. Und dann haben wir hier nochmal einen ja, oberkörperfrei Luftwaffensoldaten mit Brille und dem Gewehr. Und ich habe mich immer gewundert, warum Kobi jetzt immer so Handteile beilegt.
Das ist einfach, damit das Gewehr hier gehalten werden kann, denn früher hatten die Gewehre solche Aufnahmen, jetzt sind die Gewehre ganz normale Gewehre und mit diesem Handteil kann man dann den Karabiner hier den Soldaten in die Hand drücken. Hier, das meine ich. Ja, wie gesagt, alte Kobi-Gewehre haben das integriert. Jetzt ist es getrennt und auch hier gucken wir uns einmal den Helm ab an, das Gesicht und auch da an der Seite das Luftwaffensymbol. Ja, das sind quasi die Sachen drumherum. Es gibt noch eine Kiste mit Artilleriemunition, die typischen Kobi-Teile dafür, also eine graue Kiste und dann hier golden die Kartuschen, wollte ich gerade sagen. Fangen wir an mit dem Fahrzeug und ja, eigentlich untypisch meiner Art der Videos. Hier hinten sehen wir noch die Steine, die übergeblieben sind. Also hier ein Spatenteil, ein Stab, kleine C-Clamps, die wir hauptsächlich brauchten, um das Grünzeug festzumachen. Abdeckung hier für Scheinwerfer, ein paar Bolzen und natürlich Bügelperlen und den Bügelperlenapplikator. Also ein bisschen was in die Restekiste geht und unsere Kobi-Teilesammlung erweitert. Ja, da haben wir das Fahrzeug und ihr seht schon, es läuft sehr gut. Es rollt über meinen Bautisch, der sehr glatt ist, wunderbar. Nur die Vorderräder stehen ein bisschen in der Luft. Generell muss ich sagen, gefällt mir die Mixtur mit diesem Grün und diesem Anthrazit überhaupt nicht. Ich finde, das beißt sich, das passt nicht so gut. Hätte man vielleicht hellere oder bräunlichere Töne nehmen müssen, aber so what, ich will nicht meckern. Per se, ihr seht es, hat man hier ein schön fahrendes Fahrzeug, das sehr detailliert ist. Wir sehen hier die Bänke. Leider kann man da keine Figuren so einfach drauf machen. Wir sehen einen Druck, nämlich indem wir hier das Armaturenbrett, wollte ich schon sagen, die Armaturentafel haben, auch mit hier Gang, Hebel, Lenkrad. Wir haben hier überall Tarnung dran. Hier vorne haben wir Drucke an der Motorhaube. Wir haben hier auch eine bedruckte Kennzeichenhalterung und Motorhaube. Hier auch Tarnung gebaut. Hier die Motorhaube bedruckt und hier an den Türen hat man die Griffe auch bedruckt und die Griffe sind auch nützlich, denn wir können hier alles aufklappen und wir haben hier überall Sachen verstaut. Hier hinten auch Rückleuchten und Kennzeichen und auch da können wir aufklappen und haben überall Sachen verstaut. Und wenn man jetzt hier die Tarnung abnimmt, auch hier kann man mit dem Griff angedeutet hier Klappe aufmachen. Bumm, da fällt es mir ab. Und auch da ist überall was versteckt. Wir können die ganze Klappe abnehmen und dann sehen wir mal, was sich dort alles drin versteckt. Wir haben einiges an Accessoires, Ketten, Kisten, Spaten und hier ja, Wasser- oder Benzinkanister. Also eine ganze Menge, was wir im Fahrzeug versteckt haben. Und jetzt ist mir der Deckel runtergefallen. Den hole ich wieder, beziehungsweise hier hinten das Heck. So, zack. Und ihr seht, wir können alles wieder zuklappen. Hier so zuklappen. Und haben dann gleich einen schönen Stauraum, den ich euch mal von oben zeigen werde. Und da seht ihr auch, an diesen Noppen hier wird dann quasi das alles wieder verschlossen. Typische Nut-Zapfenprinzip mit den Bolzen, mit den Tubes. Und dann, da seht ihr auch, wie das Grünzeug aufgehangen ist an den Bars. Und somit haben wir da wieder alles verschlossen. Also schade, dass hier keine Figur so richtig reinpasst. Also hier kann man sie ein bisschen klemmen. Der glatte Untergrund hier, der macht es halt ein bisschen unmöglich, da Figuren zu fixieren. Ich kann euch sagen, durchsichtiges Klebeband von Tesa, was auf beiden Seiten klebt, das hilft ein bisschen, die Figuren hier zu halten. Das habe ich schon bei anderen Sets gemacht. Hier geht es. Da auch, da auch. Also, wenn ihr Figuren drapieren wollt, müsst ihr sie leider festkleben oder massiv umbauen. Sonst, ich habe es euch gesagt, hier die Räder, das rollt sehr schön. Vielleicht kann man sogar, ihr seht es, hier ein Kettenglied rausnehmen. Natürlich nicht lenkbar hier. Hier haben wir die Räder, da auch schöne Räder, Speichenräder und diese Kettenformteile oder Kettenräder, die wir auch schon kennen. Und natürlich ganz hinten noch, habe ich euch vergessen, finde ich cool, kleines Detail, wie hier ein Abgasrohr
und natürlich die Anhängerkupplung, die wir gleich brauchen für unseren Sonderanhänger bzw. die Flak, die 8.8, die 18er Version. Ich räume ein bisschen hier auf. Wir haben hier so zack, zack. Ja, vieles in dieser Limited Edition. Limited Editions bei Kobi ja immer so ein bisschen ein Garant für, man kriegt was drumherum, Accessoires, ob man es braucht oder nicht. Wie zum Beispiel hier weitere Tarnung. Nicht wundern, dass die hier so rumfliegt. Diese Blattelemente, die immer so ein bisschen aussehen, finde ich, wie blattgelatschtes Kaugummi. Die gehören eigentlich an die Flak, zeige ich euch gleich, wenn wir nämlich die Flak zusammenbauen auf die Protze, auf den Sonderanhänger 201. Wir wollen uns die Flak aber einmal angucken, denn die ist ja eigentlich der Hauptdarsteller. Schön klappbar, was Besonderes war bei der 8.8, nämlich die Kreuzlafette, mit der wir halt dann in 360 Grad das Geschütz bewegen konnten. Wir können sie einklappen, damit wir sie halt wirklich auf dem Anhänger platzieren können. Auch hier haben wir da ein paar Drucke, hier unten. Schön ist, dass wirklich hier sehr viele Details dran gemacht wurden. Der Verschluss, die Sitze, hier die Arretierung, die Gasrücklaufbolzen, also und natürlich hier das Schild, die Zylinder und sogar hier Abschussringe. Wirklich detailliert gemacht, diese Flak. Und jetzt erinnert ihr euch vielleicht daran, dass ich gesagt habe, es gab so eine kleine Anleitung, wie man dieses Set zusammenbaut, dann wieder auf die Protze. Zuerst schauen wir uns die Protze an und dann könnt ihr euch vielleicht schon ein bisschen die Funktion erahnen. Hier ist natürlich die Anhängerstange, hier sind die Räder, da haben wir quasi so einen kleinen Schalter, einen kleinen Bügel, den wir zumachen können. Da klemmen wir nämlich gleich die 8.8 rein und dann hier das Gegenstück mit einem kleinen auch Sperrbügel hier, den man so biegen tut über Rohrelemente. Da schließt man es dann ab. Das hier ist das Heck und die berühmten Winden, die man hatte, um diese Protze zusammenzubinden bzw. das Geschütz. Und jetzt zeige ich euch auch, wo die Tarnung war. Wir müssen so ein bisschen drehen. In der Anleitung steht auch, dass man ein bisschen die Sitze so zusammen kurbeln soll, damit es überhaupt klappt. Also wir machen hier die Klappe, die Marschhalterung hoch. Auch hier klappt man das ein. Dann klappt man die Bügel hier hoch. An diese Bügel sollen die Tarnungen, so packt man sie drauf. Dort auch. Zack. Und dann wird die 8.8 hier reingeklemmt. Einmal hier hinten, ich habe es euch gesagt, in diesen Bogen, den man hoch macht, da schiebt man es rein, dann macht man den Bogen so zu. Dann ist sie hier einigermaßen drin. Und das gleiche macht man hier vorne mit diesem Hebel, den man zuklappen kann in die C-Clamp. Da packt man das hier so rein, so zack, und macht es zu. Und schon hat man hier den Sonderanhänger 201. Tada! Und kann, jetzt schiebe ich mal alles so unsanft zur Seite, die 8.8 an das Sonder-Kfz anhängen, hier hinten über diese Anhängefunktion. Zack. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht rausrutscht. So ganz der Weisheit letzter Zahn ist dieses ganze Thema, finde ich nicht. Es wirkt ein bisschen fragil. So, zack, zack, so. Aber wir sind ja keine großen Rumfahrer. Aber ihr seht, es funktioniert. Und so ist das Fahrzeug aufgehangen in der Position. Genauso wie ihr das hinten auf dem Karton seht, nur gespiegelt. Ja, ich bin kein Fan dieser Tarnung. Das kennt ihr auch bei anderen Limited Editions. Da kommt man oft mal gegen, bei den Panzern zum Beispiel, weil die oft nur so auf einer halben Noppe hängen. Dann fällt es runter. Das macht mir nicht so viel Spaß. Ihr könnt jetzt gleich euch alles nochmal in Ruhe anschauen. Ich finde, die 8.8 ist schön geworden, aber etwas fragil, was das Zusammenhängen angeht. Man muss mal echt wirklich sehr genau arbeiten. Trotzdem sieht sie sehr gut aus. Warum ich jetzt gesagt habe, ob dieses Set was für euch ist, das hört ihr gleich bei den Bildern. Ihr bekommt jetzt ja Detailbilder, da könnt ihr euch das alles noch einmal genau anschauen und dann erzähle ich euch etwas zu
dieser Limited Edition, warum ich glaube, dass man sie nicht unbedingt braucht. Wie versprochen, liebe Freunde, Detailbilder vom Kobi Set 3139 unserer Limited Edition aus Anfang Februar. Anfang Februar ist das Stichwort, denn es ist nun bei Kobi das Set 3143 erhältlich, nämlich das Sonder-Kfz 8, das eine 8,8 cm Flak 36 zieht im Maßstab 1:35 und in den Farben des deutschen Afrika-Korps. Deswegen, Freunde, für alle, die die Limited Editions vielleicht überflüssig oder überteuert finden, ich lege euch das Set 3143 ans Herz. Wir haben dort mehr Drucke, wir haben zwei interessante Figuren, nämlich wieder ein Offizier der Flak, der Luftwaffe, aber halt im deutschen Afrikakorps und einen deutschen Soldaten mit sogar Tropenhelm, Tropenmütze. Vor allen Dingen bekommen wir einen anderen Sonderanhänger, nämlich einen mit Vierfachbereifung, und wir bekommen eine Flak 8,8 cm 36 und auch dieses Geschütz ist schön bedruckt, sowie das Fahrzeug generell, denn wir bekommen neben den typischen Senfgelb- oder Tanfarben eine schön beschmutzte, bedruckte Windschutzscheibe. Für mich als Fan des deutschen Afrika-Korps und generell von in Anführungszeichen extravaganten Sets, muss ich sagen, ist dieses Set vielleicht die bessere Alternative oder die bessere Variante der Geschichte Flak 8,8 cm und Sonder-Kfz 8. Denn wir haben hier auch eine Flak 36, die sich ein bisschen dadurch unterschieden hat, dass das Rohr geteilt war. Der Verschluss war so ein Thema bei der 8.8 im Jahrgang 18. Deswegen ist hier die Flak 36 hier eigentlich auch mein Set der Wahl. Klar, als Sammler kann ich gut sprechen, denn ich hätte mir sowieso die Limited Edition gekauft, aber für alle, die sagen, Limited Editions, weiß ich nicht, wir haben hier in Anführungszeichen eine relativ gute, sehr starke, normale Version für fast den gleichen Preis. 79,99 kostet es bei Kobi und ihr wisst, bei Händlern da draußen bekommt ihr es dann sowieso günstiger mit den üblichen Rabatten. Also lege ich euch gerne dieses Set ans Herz und dann, Freunde, wenn ich dieses Set, denn ich habe es mir logischerweise bestellt, hier reviewe, dann sprechen wir auch versprochen über die 8,8 cm Flak, die legendäre Kanone, die ich euch ja am Intro schon angeteast habe. Ich dachte mir aber, das Sonder-Kfz 8, das muss hier ein bisschen seine Erwähnung finden und auch der Einsatz im Rahmen des Erdkampfes. Und ich lege euch da vom lieben Sascha von Barkhafts seinen YouTube-Kanal ans Herz, der eine tolle Videoreihe hat, genau zu dem Thema Flak-Einheiten im Erdkampf. Hört euch das gerne an, schaut euch das gerne an. Dieser Kanal, diese Videos sind unten in meiner Videobeschreibung verlinkt, liebe Freunde. Kleiner Break zwischendurch, aber bloß nicht abschalten, denn wir wollen ein paar besonderen Menschen unter euch, großartigen Menschen da draußen, noch einmal Danke sagen, nämlich meinen Kanalmitgliedern, die mich monatlich unterstützen, damit dieser Kanal noch besser, noch breiter aufgestellt wird, und damit ist nicht nur der kleine finanzielle Obolus gemeint, sondern vor allen Dingen der Algorithmus, denn YouTube pusht Kanäle, die Kanalmitglieder haben etwas mehr als andere. Und deswegen euch da draußen vom Herzen vielen, vielen lieben Dank, dass ihr den Kanal Blockstar mit euren Einsatz hier weiter am Laufen lässt. Ich mache das hier alles aus Hobby, aus Leidenschaft, nicht beruflich. Und daher kann man euch da draußen nicht oft genug Danke sagen, aber logischerweise nicht nur den Kanalmitgliedern, sondern allen, die sich hier für das Thema Klemmbausteine auf meinem kleinen Kanal begeistern. Vielen Dank für euren Einsatz, für eure Unterstützung. Ich bleibe dabei, ihr seid die Geilsten. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als das An- und Abbauen einer 8.8 von der Protze gedauert hat. Glaube ich mal. Das sage ich einfach mal so. Ein tolles Set, was ich als Sammler von Limited Editions auf jeden Fall gebraucht habe. Auch, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, weil mein lieber Freund der Barkhaft, der gerade eine Kriegstagebuchreihe hat zum Thema der Flak im Erdkampf. Schaut euch das bitte unbedingt an. Findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und da passt dieses Set wie Faust aufs Auge. Und ich bin so ein kleiner Fan davon, wenn Kobi Luftwaffenfeldsoldaten
als Minifiguren rausbringt. Gott sei Dank gab es da ja schon ein paar. Und wir bekommen ja auch noch ein paar mehr, denn die Flak bekommen wir ja noch einzeln. Wir bekommen sie auch schon aktuell in den Farben des Afrika Korps und dieses ganze Gespann wird es hier auch nochmal in Sandgelb geben, nämlich in den Farben des Afrika Korps und dann mit einer ganz toll bedruckten Windschutzscheibe. Das habe ich auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gesehen und deswegen freue ich mich auf dieses Set ganz besonders. Wenn euch die Farbe Grau egal ist, Freunde, dann kneift euch diese Limited Edition und kauft euch dann die in Anführungszeichen normale des deutschen Afrika Korps. So, jetzt schreibt mir bitte aber trotzdem mal eure Meinung zu diesem Set und gerne zu mir und zu meinem Kanal und generell zu diesem Video unten in die Kommentare. Und dann verbleiben wir wie immer bei einem Sonderfahrzeug, hier ein Sondercup-Set, was ja namentlich schon ein Auto ist, mit Ich wünsche euch eine gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.